Hallo und herzlich willkommen zur 4. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen Guide Achim Ferrandina. So, die erste und die zweite Episode waren über die Römer in Wien, die dritte Episode war über Karl des Großen und so weiter und so fort. Da waren wir schon im Mittelalter angelangt, das sogenannte dunkle Zeitalter. Also so dunkel war das Mittelalter ja doch nicht eigentlich. Natürlich, das Leben war schwer. Die Menschen hatten nicht so wie heute beheizte Wohnungen mit Fernwärme. Es gab auch keine U-Bahn oder sowas. Es gab auch kein Instagram, TikTok und all dieses Zeug. Aber das Leben war auch lustig für diese Menschen und nicht so dunkel, wie wir in Vergangenheit dachten. Und genau im Mittelalter geht so vom 9., 10. Jahrhundert, je nachdem, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts kann man, je nachdem, ob man Gutenberg nimmt, ob man die Entdeckung Amerikas nimmt, unterschiedlich enden lassen, das Mittelalter. Auf jeden Fall in dieser Zeit, im 10. Jahrhundert, kann ich damit anfangen, mit euch über eine der wichtigsten Dynastien für die österreichische Geschichte zu sprechen. Sprich nicht über die Habsburger, die sind sehr bekannt, über die Babenberger. Die Babenberger sind sehr, sehr, sehr wichtig. Das sind Menschen, die wirklich was drauf gehabt haben. Sie haben über Österreich, über das heutige Wien, über Niederösterreich und andere Bereiche vom 10. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts geherrscht. Das Ganze geht im 10. Jahrhundert los mit Leopold I., Liutpold genannt, und es geht eben weiter bis zum 13. Jahrhundert, die Zeit des Friedrich der Streitbare. Das ist der letzte Babenberger. Dann kommen die Habsburger. Und wir gehen jetzt einen dieser Babenberger besuchen. Sein Name ist Leopold III., den werde ich euch eben gleich zeigen. Warum sind die Babenberger so wichtig? Erstens, in ihrer Zeit wird Österreich zu einem Herzogtum. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil erst quasi auf der Basis des Herzogtums kann Österreich zu einem Erzherzogtum in der Zeit der Habsburger werden. Zweitens, diese Babenberger waren wirklich ziemlich mächtige Männer und die haben auch Sachen angestellt, dazu kommen wir dann später in den nächsten Episoden zu sprechen, die nicht so bekannt sind. Dinge, die zum Beispiel mit Richard Löwenherz, den König von England, Ende des 12. Jahrhunderts zu tun haben. Den Babenberger, den wir jetzt dann gleich sehen werden, ist wie gesagt Leopold III. Es gab verschiedenste Leopolde bis hin zum Leopold VI. Dann gab es Friedriche, Heinriche und so weiter und so fort. Dieser Leopold III. Hat im 12. Jahrhundert geherrscht. Er war jener, der die Residenz von Melk, wo sie früher waren, nach Wien verschoben hat. Er hat Klosterneuburg gegründet, wo es heute nach wie vor eine Kirche gibt, die von ihm gegründet worden ist. Und er wurde auch heilig gesprochen, weil in seiner Zeit, also er hat 40 Jahre lang geherrscht und er soll es sehr, sehr gut gemacht haben. Hier sehen wir ihn. Mario wird jetzt mal in euch ein bisschen besser zeigen. Da seht ihr einen Mann mit Schwert, mit einer Kirche. Hier sieht man 1136, da ist er verstorben. Wieder mal ein bärtiger Mann, Weisheit, Schwert und hier noch eine Kirche, weil er natürlich auch Kirchen und Klöster gegründet hat. So, das war mal kurz und knackig über den Beginn der Babenberger. Ich hoffe, diese Episode hat euch ebenfalls gefallen. Ich verlasse euch mit dem Blick auf die Minoritenkirche da hinten. Da kommen wir auch mal zu sprechen. Wenn euch das gefallen hatte, bitte nicht vergessen, mir einen schönen Daumen hoch zu hinterlassen. Schreibt mir ruhig Kommentare, stellt mir Fragen, wenn ich sie beantworten kann, werde ich das auch tun. Wir sehen uns nächste Woche dann für die 5. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke fürs Zuschauen, alles Gute, bleibt gesund, habt Spaß im Leben. Danke. Ich habe einen Fehler gemacht. Aufgenommen. Balle. Stop. We have to restart. I'm sorry. 5, 4. Nochmal. Test. This was not really good what I was doing. Medieval era. We have to restart it. English was not good and we restarted. No. Okay.